435% mit dieser Aktie, die wir besprechen wollen. Für die, die es noch ein bisschen härter machen wollen mit einem Knockout-Schein, sind bei der Aktie sogar 1435% möglich. Und diejenigen, die mit CFDs handeln und natürlich auch den Stop entsprechend setzen, haltet euch fest, eine Verzweiundzwanzigfachung sind hier möglich. Und zwar schauen wir uns seit langem mal wieder einen Cannabis-Wert an. Aber dieser Cannabis-Wert ist längst nicht mehr so einseitig investiert beziehungsweise umsatzabhängig von Cannabis, sondern hat sich mittlerweile zur viertgrößten Brauerei entwickelt in den USA. Es geht heute um Tilray. Tilray, Cannabis, weiß jeder von der Hypephase vor etlichen Jahren, wie sich die Aktie entwickelt gehabt. Nach der Halbierung gab es die nächste Halbierung und weit über 90% hat diese Aktie verloren. Nun gab es gelegentlich mal wieder ein paar Lebenszeichen. Wir schauen uns heute auf jeden Fall einmal kurz in die Präsentation, die letzte Präsentation, nur mal den Chart an, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Dann springen wir zu den Quartalszahlen. Die kamen nämlich im Laufe dieser Woche am 28. Juli. Und je nachdem, wann du es siehst, war das gegebenenfalls auch letzte Woche gewesen. Und ja, dann schauen wir uns natürlich den Chart an und wie du am besten zumindest auf dein Portfolio angepasst hier in die Aktie, in das Knockout-Zertifikat oder halt gegebenenfalls, wenn du bei IB bist oder wo auch immer, den CFD auf die Aktie handelst und dann entsprechend natürlich viel stärker noch profitierst. Servus, grüß dich, moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Mein Name ist Stefan Bode und ihr habt es gehört, wir schauen uns Tilray an. Ich habe auch schon mal, ihr seht es am Hintergrund, das Bild etwas angepasst, denn es ist nicht nur eine Cannabis-Aktie, sondern ab 2027 wird Tilray der Produzent für Carlsberg und weitere Sorten der Carlsberg-Marke in den USA sein. Also alleiniger Produzent und Vertrieb. Das wird natürlich den Umsatz extrem steigern. Und das ist halt die Wachstumsstory. Positiv für Tilray wäre, das schauen wir uns auch gleich an, weil viele spekulieren ja darauf, dass dann irgendwann die Neueinstufung ist im steuerlichen System, also dass Cannabis runtergestuft wird, also nicht mehr als ultimative Droge wie Koks und Meth und so weiter, was da draußen auf dem Markt so gibt, ist und damit werden halt die Umsätze besteuert. Und wenn diese Neueinschätzung kommt seitens der Gesundheitsbehörde und damit dann auch zwangsläufig der Steuerbehörde, dann müssen zukünftig nur noch die Gewinne versteuert werden. Und dann hat natürlich so eine Aktie nochmal extremes Potenzial. Das ist alles nicht dabei. Und deswegen springen wir rüber zur Präsentation. Ihr gebt vorab dem Video bitte einen Daumen nach oben, weil es ist auf jeden Fall eine geile Aktie. Ich habe erste Position bereits vor 2 Wochen gekauft, dann ging es nochmal 30% runter. Jetzt wieder auf Einstand seit gestern Abend. Also ich habe hier einen Interessenkonflikt, das schon mal vorangestellt, bin aber erst mit 1% drin, will aber noch weiter ausbauen auf 2%, vielleicht sogar 3% bei dieser Aktie, also Portfolioanteil. Ja, nicht höher, aber wer zocken will, kann natürlich auch mehr machen, weil da ist schon einiges Potenzial in mir, was da drin steckt. Und dann springen wir auch rüber zur Präsentation. Hier seht ihr einmal die Entwicklung. Ja, damals als jeder die Aktie haben wollte, da haben die ja kaum Umsatz gemacht, aber massive Verluste. So, dann hat das Unternehmen sich entschieden, ja, wir können nicht nur abhängig sein vom Cannabis-Markt und haben dann sukzessive angefangen, auch in das Brauereigeschäft, ja, Kraftbier und so weiter einzusteigen und dann ab 27, und ihr merkt euch mal hier die Zahl, wir sind hier ungefähr bei ja, 820 Millionen Umsatz, die das Unternehmen 25 gemacht hat. Und ihr werdet gleich sehen, sie wachsen und werden dann planmäßig 2027 die Milliarde Umsatzmarke in den USA oder weltweit mit ihrem Geschäft durchbrechen. Und hier gehen wir dann auch einmal rein. Hier gibt es leider keine aktuelle Präsentation dazu. Ich habe euch aber hier einmal schon mal markiert. Von 820 Millionen auf 915 Millionen, also 11% Umsatzanstieg.
Man hat eine Umsatzmarge von 34% hier im Cannabis-Bereich. Wir gehen auch gleich einmal rein. Wichtig ist, das Unternehmen hat 235 Millionen an Cash oder zumindest zurückgestellten Cash oder Aktien, ja, also zumindest was marktgängig ist, hat die Nettoverschuldung reduziert. Sie beträgt jetzt nur noch knapp 1 Million US-Dollar. Ja, und das ist die EBITDA-Ausgabe für 2027. Das Finanzjahr ist hier 31. Mai zu Ende gegangen. Also aktuell läuft das erste Quartal 2026, 27, ja, vom Geschäftsjahr. Und hier sollen 68 bis 75 Millionen erreicht werden. Wir gucken uns auch gleich die Marktkapitalisierung an, die ist auch ganz spannend. Also sehr niedrig aktuell im Moment. Und hier seht ihr, der Mr. Simmons sagte, 1 Milliarde ist das Ziel für das Fiskaljahr 27, endet dann entsprechend 31. Mai in 2027. Ja, und hier habe ich euch einmal angemerkt, ab 1.1.2027 wird Tilray der ausschließliche Partner sein für Carlsberg in den USA und wird natürlich dann Umsatz und damit auch den Gewinn nach oben schieben. Und hier seht ihr einmal nochmal zusammengefasst, 11% Umsatzwachstum, die Umsatzmarge, also der Profit sind 8% gewesen. Hier ist die Marge leicht gesunken zum Vorjahr auf 28%, was aber noch gut ist. Und hier seht ihr nochmal aufgeschlüsselt auf die einzelnen Umsatzbereiche, was Cannabis angeht, ist gestiegen, war die Marge 40%, hier im Getränkebereich 36%, der Weiterverkauf war 12% und hier Wellnessprodukte, also die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, also jetzt nicht nur Bier, sondern auch die Tabletten, die man zu sich nimmt, also auch keine Biertabletten, 33% Marge an diesen Verkäufen. So, und dann seht ihr hier, was erzielt werden soll. Also die EBITDA-Marge soll prozentual zweistellig wachsen in dem Bereich von 68 bis 75 Millionen. Die Anmerkung fand ich jetzt in dem Telefonkonferenz zum 28. Juli ganz interessant. Da hat nämlich die Geschäftsführung gesagt, wir haben uns so weit diversifiziert, dass wir einfach nicht mehr abhängig sind, wenn irgendwann einmal entschieden werden sollte in den USA, dass wir Cannabis nicht mehr mit dem Umsatz, sondern mit den Gewinnen versteuern müssen. Das ist ein nice to have, aber wir wollen auch so Gewinne erzielen. Und das ist mal eine coole Kernaussage, weil das ist dann der eigentliche Hebel, wenn wir uns Tilray gleich am Chart angucken. Sollte das vielleicht im Laufe des Jahres kommen, ja, dann legt die Aktie den Turbo ein und ja, dann seht ihr auch, wohin das dann führt und davon wollen wir profitieren. Ja, und dann sind wir hier schon am Chart. Also hier haben wir eine erste Aufwärtsbewegung gesehen, Juni 25. Bisher haben wir dieses Tief noch nicht verletzt gehabt und dieser Anstieg, das waren weit über 500%. Und das kann dann einfach von der charttechnischen beziehungsweise hier Elliott-Wellenbetrachtung entweder eine A oder 1 gewesen sein. Dann hier im Runterlauf eine Welle B und Welle 2, die just diese Woche vor den Zahlen oder nach den Zahlen am Mittwoch zu Ende gegangen ist mit dem Tief von 3,68 $ die Aktie. Und wir springen mal kurz in den Wochenchart rein. Ihr erinnert vielleicht euch noch dran in 2018, ja, oder auch hier im Februar 21, die Hype, wo Cannabis dieser Milliardenmarkt gewesen ist, den sich 100 Unternehmen aufteilen wollten und jeder wollte Platzhirsch werden. Ja, ja. Und das ist dann die Folge 99,88% Kursverlust in der Spitze von der ersten Hypephase. Hier in der zweiten Phase nicht ganz so viel. Ja, aber wir sind immer noch an der Nachkommastelle. 99,48% Verlust. Ja, sage und schreibe. Aber das ist auch das Spannendste. Das war ja damals bei Amazon und Apple und so weiter genauso. Ja, diese Phase dann nach der ersten Hype, Dotcom und so weiter überlebt haben, ja, die gehen dann als Gewinner hervor. Und was uns interessiert,
ist ja letztendlich nicht diese Abwärtsbewegung, die der ein oder andere vielleicht schmerzlich mitgemacht hat und dann hier unten am Boden dann gesagt hat, bevor ich alles verliere, also meine 99,88%, steige ich bei 99,4% Verlust halt aus. Ja, das ist die typische Marktpsychologie, die jeder einmal durchgemacht oder zweimal, dreimal, je nachdem, manche werden noch nie gescheit durchmachen. Aber nun, sei es drum, wir wollen von dieser Aufwärtsbewegung profitieren, die nun kommt. Und für uns als Trader, Investoren, ja, je nachdem, wie ihr euch bezeichnet und wie ihr handeln wollt, also hier sehe ich mich tatsächlich als Investor, weil wir sollten uns da schon mal so ein Jahr Zeit nehmen für diese Aufwärtsbewegung oder sagen wir mal bis Ende 2027. Also ich rechne schon damit, dass das früher stattfindet, aber nur wenn wir mal die nächsten 18 Monate uns betrachten, ist das schon eine geile Aufwärtsbewegung, die wir hier mitnehmen wollen bei diesem Wert. Und hier, erste Aufwärtsbewegung, schaut einmal an, zeitliche Ebene. Wenn wir das ins Verhältnis setzen, dann fast auf den Tag genau, ja, ein Tag länger hat es gedauert, ist diese Abwärtsbewegung, diese Korrekturphase 2,618 mal so lang wie diese Aufwärtsbewegung. Ja, und wer mich so ein bisschen länger verfolgt, ich gucke schon so ein bisschen auf auch auf zeitliche Harmonien und die gibt es hier bei Tilray Brands halt einfach zu sehen und habe euch dann einfach nur mal gespiegelt, ja, diese Bewegungsmuster. Ja, ihr seht es wieder. 1, 2, 3, 4, 5 kann man ja relativ gut sehen. Auch im logarithmischen Chart ist das hier eingestellt übrigens. Falls ihr euch wundert, so sehe die Bewegung regulär aus, sieht dann aber nicht ganz so schick aus. Im logarithmischen Chart finde ich das gerade bei so starken Bewegungen, ja, von 3,50 hier hoch auf über 23, 24 Dollar, seht ihr, wenn das genauso schnell abläuft, dann sind wir nicht in 2027, sondern bereits Ende 2026 so weit oben. Und jetzt haltet euch fest, jetzt lege ich euch das mal an, ihr steigt jetzt ein, ja, ihr kriegt jetzt, sagen wir mal, Montagvormittag noch denselben Kaufpreis wie jetzt Freitag zum Börsenschlusskurs. So, und wenn du jetzt diese Aktie kaufst und du sagst ohne Stop-Loss, ja, also ich lasse mich jetzt nicht hier ausstoppen, dann sind das knapp 435% Kursanstieg und zwar bis zum Jahresende. Wenn du jetzt disziplinierter bist und sagst, ich nehme einen Knockout und lass mich hier am Tief ausstoppen, das wäre bei 3,25 Euro, also 3,25 Euro der Fall mit einem Open End, dann kriegst du hier eine beschissenen, ich sage es jetzt genauso wie es ist, Knockout-Zertifikat von Lang und Schwarz. Ja, massiv schlecht mit einem Spread von 33,3%. Das heißt, du kaufst für 12 und kannst dann im gleichen Atemzug für 18 verkaufen, machst du mal 33% Verlust. Hast aber immerhin, ja, einen Hebel von 3,3. Ja, ist jetzt nicht die Welt, ist aber leider wegen der Auswahl sehr begrenzt möglich. Aber immerhin hättest du dann statt 434% 1435% Kursanstiegsmöglichkeit, weil ich gehe davon aus, dass der Spread sich dann, wenn der Anstieg erfolgt, etwas zusammenziehen wird und dann nicht mehr, wenn wir weiter oben stehen, bei 33,3% ist, sondern vielleicht bei 3, 4, 5%. Aber Knockout, weiß ich nicht, ob man das spielen will. Ja, wäre hier LX57D6. Viel besser wäre aber, wenn du bei Interactive Brokers oder einen der CFD-Händler bist und dir die Aktie darüber kaufst als CFD. Und du stellst natürlich, zum Beispiel, du hast jetzt 100.000 Euro und möchtest 1% bist du bereit zu verlieren, also 1.000 Euro, dann kaufst du die Aktie und zwar umgerechnet sind das 3,91 Euro, letzter Preis. 1.000 Euro durch 3,91 sind 256 Aktien, die du kaufen kannst und müsstest sie dann hier im Hochlauf bei 24,37 US-Dollar, das sind dann, sagen wir mal, roundabout 22 Euro wieder verkaufen. Dann hast du Chance-Risiko-Verhältnis 22 zu 1, würdest du dein Kapital entsprechend verzweiundzwanzig, also aus 1.000 Euro Einsatz, hättest du dann auf dein
jetziges Portfolio, also nicht dein zukünftiges, ja, da kommen ja noch weitere Trades dazu, hättest du aus 1% 22% gemacht. Ja, und das ist eigentlich das, was du gerne sehen möchtest. Oder wie seht ihr das? Und das sind ja genau diese Handel, die du an der Börse eingehen willst. Du musst das Chancen-Risiko-Verhältnis auf deine Seite ziehen. Ja, deswegen agiere ich sehr gerne immer, dass ich, wenn ich wo einsteige, wenigstens meinen Einsatz verdreifachen kann. Also Chancen-Risiko-Verhältnis von 3:1. Zumindest muss ich dann aber auch mit Stop-Loss arbeiten. Und um solche Handel zu finden, wo du deinen Einsatz mit 1% verzweiundzwanzigfachen kannst, das ist ja eigentlich das, was jeden an die Börse treibt. Und davon brauchst du natürlich im Jahr auch ein paar. Und wir finden auch immer wieder geile Trades, ja, da haben wir auch schon etliche vorgestellt, weil zwangsläufig wirst du auch Verluste machen. Und wenn du Verluste machst, musst du die natürlich mit Gewinnen wieder ausgleichen. Aber wenn es genauso kommt wie erwartet, hier bei der Tilray-Aktie in den nächsten 1,5 Jahren, dann kannst du auch zwischendurch rein theoretisch eine Verlustserie haben von 22 Trades hintereinander, weil dieser eine Trade, der gleicht deine ganzen kompletten Verluste wieder aus. Ja, so Pi mal Daumen. Außer Spesen nichts gewesen. Das sollte natürlich nicht das Ziel sein, ja. Aber ihr seht allein dadurch, dass wir das auf unsere Seite ziehen, das Chancen-Risiko-Verhältnis, können wir auch eine Reihe von Verlusttrades verkraften. Das ist eigentlich immer nur, ja, reine Mathematik und der größte Teil an der Börse ist Psyche. Aber das wisst ihr ja selber, außer vielleicht die Neuen. Nur wir wollen uns ja alle weiterentwickeln und ich entwickle mich auch jeden Tag weiter und ich mache auch immer mal dumme Fehler wieder und du wiederholst dich, wo du sagst, Bode, das hast du doch schon zigmal gemacht. Warum? Ja, und trotzdem wird dir das auch nach 30 Jahren an der Börse immer noch mal passieren, dass du sagst, komm, ich kaufe einfach zu früh. Ja, ich will die Trendwende jetzt haben. Auch bei Tilray war ich wieder etwas zu früh dran. Wenn ich einen Plan habe, in eine Aktie reinzugehen, dann kaufe ich schon mal eine erste Position. Ja, und jetzt sieht es ja da tatsächlich nach den Zahlen danach aus, dass hier der Markt das honoriert. Ja, ich war vielleicht 1, 2 Wochen zu früh. Nun will ich auch die Position weiter ausbauen. Ich habe ja gesagt, 1% bin ich schon drin. Ich bin jetzt auch schon bei plus minus null wieder. Ja, und möchte auf 2, vielleicht sogar 3% hochgehen. Das heißt, nächste Woche werde ich nochmal nachkaufen hier bei diesem Wert und dann ist auch gut, ja, für diese Position. Und dann werde ich, wenn es so kommt, wie erwartet, irgendwann auch anfangen, diese Position auf Einstein zu setzen, dass ich kein Risiko mehr habe. Das solltet ihr dann aber auch machen. Ja, ich werde dazu nicht immer gesonderte Videos hochladen, aber das muss dann diszipliniert automatisch erfolgen. Und wenn eure Position vielleicht auch schon mit 2, 3, 4, 5 R, also sich verfünffacht hat, dann nehmt doch auch schon mal ein bisschen was vom Tisch. Ja, dann senkt ihr zwar euren Ver-22-facher vielleicht dann nur noch auf ein Ver-18-facher umgerechnet, aber du hast dann schon mal was mitgenommen und kannst dieses Geld schon wieder reinvestieren in eine andere Position. So, in der Ausführlichkeit hoffe ich, es hat euch gefallen. Wünsche euch ein hervorragendes Wochenende und einen besonders guten Wochenstart. Melde mir ab. Tschüss, sagt euer Schachab Bode hier aus Hannover.